Moin Moin und herzlich willkommen. Ich bin Dennis und das ist nicht Deist. Stimmt, hier ist natürlich der Tabletop Workshop und damit Moin Moin und herzlich willkommen beim TWS. Ihr habt die Nachricht von Dennis' Erkrankung höchstwahrscheinlich schon mitbekommen. Der Grund ist letzte Woche eine Entzündung am Bein hatte. Ich müsste mal ins Krankenhaus zur Notaufnahme, weil die mehr Möglichkeiten haben. Das habe ich dann gemacht, haben einen Allgemeincheck mit mir gemacht und haben festgestellt, dass ich einen Tumor in der Lunge habe. Das heißt, ich habe offiziell Lungenkrebs mit 39 als Nichtraucher. Natürlich ist man als Außenstehender erstmal geschockt und sprachlos, dann sicherlich auch traurig und wütend, dass diese Scheißkrankheit immer wieder so unerbittlich und gnadenlos zuschlägt. Erst wenige Tage vorher hatte zum Beispiel mit Pascal Orthuber ein weiterer Tabletop-YouTuber seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Ich kenne Pascal leider nicht persönlich, aber Dennis schon. Vor rund 8,5 Jahren haben Dennis und ich uns über eine gemeinsame Freundin kennengelernt. Da ich damals nebenher mehr über Videoproduktion und Videoschnitt lernen wollte, hatte ich Dennis gefragt, ob ich nicht bei seiner Maga Potato Show mitmachen könnte, obwohl ich damals noch keine Ahnung von Tabletop hatte. Dennis sagte ja, sodass ich das damalige Team kennenlernte und während der letzten Maga Potato Folgen meine ersten richtigen Berührungen mit dem Tabletop-Hobby hatte. Als Maga Potato dann mangels Studioräumlichkeiten im Herbst 2014 eingestellt wurde und der zweite Maga Potato Dennis gerne weiterhin Basteltutorials veröffentlichen wollte, taten er und ich uns zusammen und den Rest kennt ihr ja. Rückblickend kann man tatsächlich sagen, dass der heutige Dice Dennis mich ins Hobby geholt hat und ihm damit irgendwie auch der TWS zu verdanken ist. Und ich bin mir sicher, ihr verbindet Ähnliches mit Dennis. Sei es zahllose Stunden mit tollem Tabletop-Content auf YouTube, lustig lockere Begegnungen auf Messen und Veranstaltungen und vor allem das Vermitteln vom Spaß am Tabletop-Hobby. Denn ohne Übertreibung ist Dennis seit der ersten Maga Potato-Folge von vor rund 12,5 Jahren das Gesicht der deutschen Tabletop-Szene. Und mit seinen Videos hat er sicherlich mehr Menschen neu fürs Tabletop begeistert und ins Hobby gebracht als irgendein anderer deutscher YouTuber. Ganz besonders durch seine jahrelange Kooperation mit den Rocket Beans, wodurch er viele neue Zuschauer abseits der Tabletop-Szene erreichen konnte. Aber erstmal ist verständlicherweise leider Pause. In den nächsten Wochen und Monaten wird Dice wohl sehr, sehr unregelmäßig Videocontent bekommen. Dann wird es die nächsten Monate halt darum gehen, Operation, wohl Chemotherapie und was alles dazu kommt. Ich werde viel Zeit mit meiner Familie, mit meiner Frau und meiner kleinen Tochter verbringen und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen zu weiteren Videos. Neben seiner Krankheit hat Dennis allerdings noch ein weiteres Problem, das mir als selbstständiger Autor ebenfalls gut bekannt ist und wohl auch jeder andere Selbstständige kennt. Ist man krank und kann nicht arbeiten, brechen sofort die Einnahmen und damit auch ein Teil der Lebensgrundlage weg. Dice ist nicht nur ein Hobby von mir, sondern auch Teil meiner Einnahmen als Selbstständiger. Wenn die Frage jetzt kommt, Dennis, wie kann man dich unterstützen? Bleibt bitte weiterhin treu. Guckt alte Videos vielleicht. Vielleicht supportet ihr mich auch weiter bei Ko-Fi, bei Ko-fi. Das würde tatsächlich sehr helfen, weil dadurch natürlich jetzt auch, dass ich wohl die nächsten Monate ausfallen werde als Selbstständiger, werden auch meine kompletten Einnahmen wegfallen. Das heißt, ich werde keine Einnahmen mehr haben die nächsten Monate. Habe aber laufende Kosten, sprich mein Büro und was alles sonst noch dazu kommt. Dank euch ist in den vergangenen Tagen bei Ko-Fi bereits einiges an finanzieller Unterstützung für Dennis eingetroffen. Und ich möchte euch nun eine weitere Möglichkeit geben, um einerseits Dennis zu unterstützen und dazu noch einige ganz besondere TWS-Geländestücke zu ergattern. Denn ich möchte über dieses Video 12 meiner Geländestücke aus den vergangenen 7,5 TWS-Jahren unter den Auktionshammer bringen. Sprich, ihr könnt sie ersteigern und die Erlöse gehen direkt und in voller Höhe an Dennis. Zu jedem Geländestück blende ich gleich die Bezeichnung und ein Mindestgebot ein. Alles weitere zu den Auktionen und dem Ablauf folgt in ein paar Minuten. Erstmal stelle ich euch nun die Sachen vor, die ihr ersteigern könnt. Los geht's mit dieser ausladenden Brücke, die ich vor 2 Jahren mit Steinen aus Hörst-Arts-Form gebaut hatte.
Es folgen diese 2 hutzeligen Goblin-Hütten aus dem vergangenen Jahr. Für Fans futuristischer Settings gibt es diese 2 Sci-Fi-Gebäude, die ich 2016 gebastelt hatte. Außerdem diese staubige Wüstenhütte aus dem Jahr 2016, die sogar innen bespielbar ist. Weiter geht's mit dem mächtigen Würfelturm, der das Ergebnis eines TWS-Dreiteilers aus dem Jahr 2020 war. Aus dem Jahr 2016 folgen diese beiden zugewucherten 40k-Wracks. Das größte Geländestück in dieser Auktion ist der XXL-Hügel, den ich 2021 gebaut hatte. Aus demselben Jahr stammt auch dieser riesige Totenkopffelsen. So, und nun wird's emotional, denn jetzt kommen ein paar wirklich sehr besondere Geländestücke und Sachen aus meiner TWS-Sammlung. Dies hier ist meine allererste Silikonform. 2015 hatte ich das erste TWS-Video zum Thema Abformen und Abgießen gedreht und wer hätte gedacht, wie sehr mich diese kleine Silikonform prägen würde. Denn ohne sie hätte es zum Beispiel nie mein späteres Modular Dungeon Sortiment samt 4 Kickstarter-Kampagnen gegeben. Von daher steckt diese kleine unscheinbare Form für mich voller Erinnerung an alles, was danach so kam. Gleiches gilt für diese Ruine und das nicht nur, weil sie größer ist. Denn diese Ruine war das erste Geländestück, das ich 2015 für den TWS gebastelt hatte. Damit ging es für mich vor der Kamera quasi so richtig los. Und ich weiß dank etlicher Fotos, dass viele von euch diese Ruine auch schon nachgebaut haben. Und jetzt könnt ihr quasi das Original ersteigern. Dieser Magierturm aus dem Jahr 2016 steckt ebenfalls voller Erinnerung. Ich hatte damals extra eigene Ziegel designt, mit Silikon abgeformt und dann abgegossen und sie anschließend um eine Chipsdose gemauert. Drumherum dann noch jede Menge Deko und Kleinteile ergänzt, um die Geschichte eines Magiers zu erzählen, der von diesem Turm aus sein Unwesen treibt. Zum finalen Geländestück dieser Auktion gab es nie ein richtiges TWS-Video, es war nur hier und da mal kurz zu sehen. Das Kastell entstand 2015 und basiert auf einem Hörst-Arts-Bauplan. Allerdings hatte ich damals keine Seiner-Silikonform gekauft, sondern alle Bausteine selbst entworfen, abgeformt und abgegossen. Es dauerte dann mehrere Wochen, bis das Kastell fertig und auch das Drumherum gestaltet war. Insgesamt ist es damit eines meiner zeitintensivsten Projekte, seit es den TWS gibt und eines meiner absolut liebsten Geländestücke. Doch nun sollen all diese kleinen und großen Schätze neue Besitzer finden, um damit Dennis finanziell ein wenig zu helfen, damit er sich in den kommenden Wochen keine Sorgen über Mietzahlungen, Krankenkassenbeiträge und ähnliches machen muss. Und so könnt ihr beim Ersteigern mitmachen. Jedes Geländestück hat ja eine Bezeichnung und ein Mindestgebot. Ihr könnt nun per E-Mail den Betrag bieten, für den ihr das jeweilige Geländestück ersteigern möchtet. Wer bis zum Auktionsende den höchsten Betrag auf das jeweilige Geländestück geboten hat, bekommt den Zuschlag und erhält nach Zahlungseingang das Geländestück kostenlos zugeschickt. Denn Miniaturikum hat sich direkt bereit erklärt, den Versand von allen 12 Paketen zu übernehmen, damit weder mir noch euch zusätzliche Kosten entstehen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Alle Auktionen laufen bis zum Sonntag, den 14. August 2022 um 23:59 Uhr. Bis dahin werde ich ab Samstag, den 6. August, jeden Tag gegen 20 Uhr den Zwischenstand aller Höchstgebote hier unter diesem Video posten bzw. aktualisieren. Somit kann jeder von euch jeden Abend nachschauen, wie hoch die jeweiligen Gebote sind, um mir gegebenenfalls eine neue E-Mail mit einem höheren Gebot zu schicken. Warum so umständlich und nicht über eBay, fragt ihr euch nun vielleicht. Ganz einfach. Ich möchte, dass jeder Cent an Dennis geht und nicht 10% oder so bei eBay oder einer anderen Auktionsplattform hängen bleiben. Dennis weiß übrigens schon von den Versteigerungen, denn natürlich habe ich die Sache mit ihm abgesprochen. Er war natürlich sprachlos, freut sich aber riesig über meine und ganz besonders über eure Hilfe.
Daher kramt nun ein wenig Hobbykleingeld zusammen und schickt mir eure Gebote an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Und wenn euch die Mindestgebote oder späteren Gebote zu hoch sind, schiebt Dennis doch bitte über seine Ko-Fi-Website ein paar helfende Euro zu. Einfach mal einen Coffee to go weniger trinken, ein Farbtöpfchen weniger kaufen oder die neue GW-Box im Regal stehen lassen. Unser Godfather of Tabletop braucht jetzt unser aller Unterstützung. Schließlich soll er wieder gesund und munter werden und sich während der Chemo und Reha keine finanziellen Sorgen machen müssen. Damit wir ihn alle hoffentlich bald wieder so energiegeladen und voller Lebensfreude vor der Kamera sehen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja! Ich danke euch.